Im Jahr 2018 nutzen etwa 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt ein Smartphone. Würden wir ihre neuen Handys auseinanderbauen, die nur einen Bruchteil aller produzierten Handys darstellen, und in ihre Bestandteile zerlegen, kämen wir auf ca. 85.000 Kilogramm Gold, 875.000 Kilogramm Silber und 40 Millionen Kilogramm Kupfer. Wie sind diese wertvollen Bestände in unsere Telefone gelangt? Und können wir sie uns zurückholen? Gold, Silber und Kupfer sind nur einige der etwa 70 chemischen Elemente, aus denen ein durchschnittliches Smartphone besteht. Sie können in Gruppen eingeteilt werden, von denen die beiden wichtigsten die seltenen Erden und die Edelmetalle sind. Seltene Erden bilden eine Gruppe von 17 Elementen, die in der Erdkruste häufig vorkommen und in vielen Gebieten der Welt in geringer Konzentration zu finden sind. Diese Elemente besitzen eine Vielfalt magnetischer, phosphoreszierender und leitender Eigenschaften, weshalb sie für moderne Technologien unverzichtbar sind. Von den 17 Arten seltener Erden können Telefone und andere elektronische Geräte bis zu 16 enthalten. In Smartphones sorgen sie für Bildschirm- und Farbdisplay, unterstützen die Leitfähigkeit und erzeugen unter anderem die charakteristischen Vibrationen. Doch so wichtig sie auch sind, der Abbau dieser Rohstoffe ist mit schweren Umweltschäden verbunden. Seltene Erden sind zwar häufig zu finden, aber in vielen Gebieten nur in so geringen Mengen, dass sich ihr Abbau wirtschaftlich nicht lohnt. In den meisten Fällen müssen sie in einem Verfahren namens Tagebau gewonnen werden, das riesige Flächen freilegt. Diese Form des Bergbaus zerstört zahllose natürliche Lebensräume, verschmutzt Luft und Wasser und beeinträchtigt so die Gesundheit der umliegenden Gemeinden. Eine andere Gruppe von Smartphone-Komponenten birgt ähnliche Umweltrisiken, und zwar Metalle wie Kupfer, Silber, Palladium, Aluminium, Platin, Wolfram, Zinn, Blei und Gold. Für die Herstellung von Handys werden auch Magnesium, Lithium, Siliziumdioxid und Kalium abgebaut. All das steht mit der enormen Zerstörung von Lebensräumen sowie Luft- und Wasserverschmutzung in Zusammenhang. Der Bergbau verursacht auch gravierende soziale Probleme. Menschen und Tiere werden in großem Umfang vertrieben, um Platz für Industrieanlagen zu schaffen. Und häufig bedeutet das auch schlechte Arbeitsbedingungen für die Menschen. Schließlich wird für die Herstellung von Handys auch Erdöl benötigt, einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Damit sind unsere Smartphones untrennbar mit dem wachsenden Problem des Planeten verbunden. Hinzu kommt, dass die Ressourcen für die Produktion unserer Telefone nicht unendlich sind. Eines Tages werden sie erschöpft sein, und für einige haben wir noch keinen Ersatz gefunden. Dennoch steigt die Zahl der Smartphones stetig. 2019 werden schätzungsweise fast 3 Milliarden Stück im Gebrauch sein. Das bedeutet, dass wir den kostbaren Inhalt unserer Telefone rasch zurückgewinnen müssen. Überleg dir also gut, was du tun kannst, bevor du dein altes Handy wegwirfst. Um Müll zu vermeiden, könntest du es einer Hilfsorganisation spenden, zu einer Recyclinganlage für Elektroschrott bringen oder nach einem Unternehmen suchen, das alte Modelle wieder aufbereitet. Wir müssen aber auch Recyclingunternehmen unter die Lupe nehmen. Nicht nur die Herstellung, sondern auch die Entsorgung von Smartphones ist mit sozialen und ökologischen Problemen verbunden. Elektroschrott wird manchmal bewusst in Länder exportiert, wo die Arbeitskräfte zwar billig, aber die Arbeitsverhältnisse schlecht sind. Viele Arbeitskräfte, oft Frauen und Kinder, sind unterbezahlt, wurden nicht angeleitet, wie man Telefone sicher zerlegt und sind Elementen wie Blei und Quecksilber ausgesetzt, die das Nervensystem dauerhaft schädigen können. Entsorgte Handys landen oft auch auf riesigen Mülldeponien und leiten giftige Chemikalien in Boden und Wasser, was die Probleme der Minen spiegelt, aus denen die Elemente stammen. Ein Handy ist viel mehr, als es zunächst scheint. Es ist eine Ansammlung von Elementen aus mehreren Ländern, mit Auswirkungen auf globaler Ebene. Solange es also noch kein 100%ig nachhaltiges Smartphone gibt, müssen wir uns mit den Folgen dieser Technologie für Mensch und Umwelt auseinandersetzen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, so verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.